Ja, und mit dem japanischen Donabe, Steintopf zusammen mit. Ja? Okay, dann mache ich jetzt die Reismaschine. Das ist sehr wichtig. Auch wahrscheinlich macht das Spaß. Einfach mal so. Aha. Ja, dann machen wir hier einfach so 2 durch aufmachen. Dann so einfach alles klein tun. Ja? Okay. Wahrscheinlich mit den Kindern auch macht das Spaß auch. Die Frischbohnen, das meistens die nicht alle Supermärkte, aber wenn man große Supermarkt oder Frischwochenmarkt, da kann man kaufen. Das ist ja, also meistens, ich denke Ende Mai und so jetzt diese Saison, Sommerzeit, das kann man frisch die Erbsen zu kaufen. Und wenn man zur Zeit bekommt, immer ich bin selber freundlich. Dann mache ich immer Mamegohan. Mamegohan. Ja, auf Japanisch. Wie bist du Edamame? Kennst schon dann, ne? Ja, Edamame kennt man, ja. Ja, so wie ähnlich sowas, aber auch so lecker. Ich finde die Farbe auch sehr schön. Farbe? Ja, oder? Die grün. Ja. Schöne Farbe. Riecht sehr frisch auch. Ja, ganz genau. So ein bisschen ähnlich, manche in Deutschland auch, die Broten, also Brot mit den also Nüssen oder Kipserbsen nicht, ne? Aber Ja. Sonnenblumen. Ja, das auch gibt es Brot, oder? In Deutschland. Ja, im Brot, ja. Ja, im Brot. So was ähnlich, sowas zu sagen. Ah, okay, also Brot mit Kürbiskern ist wie Ja. Reis mit Erbsen sozusagen. Ja, ja. Ah, okay. Also dann heißt es, dass es auch verschiedene Variationen von anderen Reismischungen gibt, oder? Ja. So Reis mit Kastanien oder so gibt es doch Ja, auch, oder? ganz genau. Zum Beispiel Herbstzeit, ja, Reis mit den Kastanien, auch sehr lecker. Oder Japaner macht das und sagt Takikomi-Gohan. Takikomi-Gohan, okay. Ja, das macht das zum Beispiel Pilz oder Mühlen, also Gemüse rein, das auch ein bisschen Sojasauce rein, Sake und Zwiebeln. Ja, das auch zusammen kochen auch. Ah. Ja. Ja, also kann man verschiedene Variationen. Macht aber auch Spaß. Aber für mich Liebling ist der Mamegohan. Ich finde das immer lecker.
andere Bohnen drin, aber naja, besser nicht. Das hier? Ja. Das hier? Ja, einzige ist das anderes, ne? Andere Bohne? Ja, denke ich. Oder schon groß geworden ist. Sehr groß, ja. Ja. Magst du Rika auch Erbsen? Boah, ich weiß nicht. Ah, okay. Also ich kann Erbsen essen, ich hasse keine Erbsen. Okay. Aber ich esse nicht so häufig Erbsen, sag ich mal so. Ja, ne? Das bist Ich weiß nicht. Ich denke mir nicht, okay, ich kaufe mir Erbsen so. Weißt du, wenn ich im Supermarkt bin. Ja. Ja, ich auch. Kinderzeit, meinem Haus neben der, Gemüsefelder. Deswegen dann auch das mit meiner Schwester, meine Brüder, dann immer Gemüsefelder gegangen. Mhm. Dann neue frische Erbsen oder Auberginen oder Tomaten. Dann immer Forst ab, dann schneiden und so, guckte immer. Ja. Das war auch immer schön, ehrlich. Mit meiner Schwester und meinen Brüdern. Da habe ich auch Spaß gemacht. Hast du die eigentlich selbst gemacht? Nein, eigentlich meine Nachbarin. Ah. Meine Nachbar. Hast du dann geklaut? Ja, nee, das ist dann so ein älteres Paar, deswegen nicht alleine zwei nicht zu schaffen. Dann hat er gesagt, bitte, bitte essen. Ja, ein großes Angebot. Ne? Cool. Ja, das war schöne Nachbarschaft gewesen. So, ich denke, alles habe ich. So ungefähr. Sagen so Meersalz. Meersalz. Ja, aber Sie haben auch bestimmte Lieblingsgericht Meersalz, oder? Wir nehmen das Pilsel, das aus Frankreich Salz, das ist immer sehr lecker. Fleure de sel. Ja, oui. Oui, oui. oui, oui. Alright. Ja, dann so ungefähr so eine kleine Teelöffel. Aha. Ja, dann so Salz drauf. Okay. Ja, dann machen wir so ca. 20 oder 15 Minuten so ziehen. Dann machen wir nachher kochen. Ja? Okay. Alles klar. はい。20分経ちました。じゃあ蓋開けます。まあ別に見た目、あ、いいよ、ドイツ語で。日本語でもドイツ語でも。ja, ja. So, dann nach 20 Minuten, okay, dann geht's los. Machen wir dann Reiskocher. Entschuldigung. So. Ich würde sagen, erst einmal so mittelgroße. Ja, das ist ein heiß, also ganz hoch, deswegen so mittelgroße Hitze. Dann so, ich denke, dass so 5 Minuten ungefähr, dann das Wasser kocht auch. Das dauert so ungefähr 10 bis ca. 15 Minuten, ganz schnell zu kochen. Reiskocher auch natürlich schnell, das ist so ungefähr halb Stunde. Ah, es ist schneller als ein Reiskocher. Ja, Ne? ganz genau. Ist das wegen dem Topf? Ja, ganz genau mit dem Topf. Bisschen so ziehen lassen, aber ganz schnell. Das ist schneller als ein Reiskocher. Ja. Krass, wusste ich nicht. Ja, das ist schneller. Nur das ist ein guter Vorteil, aber gibt es natürlich Nachteile auch. Was denn? Das kann man nicht so schnell zu essen. Das heißt, kann man nicht so lange haltbar, also warm halten. Ah, ja, stimmt. Es ist halt keine Maschine. Ja, ganz genau. Ja, klar. Ja, aber diese Reis, Mamegohan, das ist ein kaltes auch sehr lecker. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich würde zu sagen, eigentlich nicht so warm, eher so ein bisschen kalt. Könnte man doch, wenn es kalt ist, zu einem Chahan machen, oder? Ja, das auch kann man machen. Zu einem gebratenen Reis. Ja, das kann man auch, ja. Aber einfach mal so zu essen, das ist auch sehr lecker. Cool, Ja. cool. Ja, okay, dann warten wir jetzt? Oder? Ja, müssen wir warten. Okay. Ja? Rika, siehst du das? Bisschen so Wasser. Jetzt kocht Wasser. Würde ich sagen so 3 Minuten. 3 Minuten noch, Ungefähr, ja. wenn das kocht. Ja, und dann machen wir nachher so nach den 3 Minuten noch ein bisschen kleine Feuer. Okay? Okay, also noch... Niedriger Hitze zu sagen. Okay.
So, Rita, kochst man? Ja. Das ist ja jetzt ganz heißes gekocht, ein bisschen schmutzig. Da mache ich ein bisschen so Hitze niedriger. Ja, okay. Sorry, nachher muss ich putzen. Ja, das spritzt, ne? Ja, ganz genau. Wow. Ja. Siehst du, jetzt ein bisschen ruhig geworden. Stimmt. Ja? Ja, das Ja. spritzt nicht mehr. Ja, ganz genau. Genau. Die Flüssigkeit ist hier auch jetzt weg. Ja, wahrscheinlich so bewegt. Dann natürlich nicht die Topf nicht aufmachen, aber würde ich einmal ein bisschen gucken. Ja. Ganz ruhig, ja? Ganz ruhig, okay. Aha. Okay, so siehst du aus. Ne? Schöne Farbe, oder? Ja. So, dann machen wir nochmal zu. Ja, dann besser, ich würde sagen, noch niedriger Hitze. So, ja, dann ich würde zu sagen, so ungefähr 5 Minuten ungefähr so lassen, dann gleich fertig. Okay. Ja? Yay! Siehst du das? Ja. So, Sehr gut aus, fast Wasser weg. Dann bitte ganz niedriger Temperatur. Mhm. Wieder zumachen. Ja, dann wieder zumachen. Dann so ganz unter niedriger Temperatur, so ungefähr 1 Minute. Mhm. Danach machen wir Feuer machen zu. Okay. Ja? Ja. So, dann mache ich 1 Minute, dann mache ich Feuer aus. Mhm. Ja? Eigentlich ist das fertig. Ja? Ja, aber besser noch ein bisschen, noch 5 Minuten so Decke darauf zu lassen. Ich denke, es ist fertig. Seht man so? Yay, gut aus. Ja, dann so, dann fertig, Mamegohan. So, ich esse. Auch gut. Und ich habe mit dem Frühlingsroll, mit dem Gemüse auch parallel zusammen gekocht. Wenn du Interesse hast, sehr, sehr gerne vielleicht einmal klicken. Okay, bis dann!